Welcome back, Leute, bei Fragile Dreams. Wir sind hier noch immer am mysteriösen Anwesen und müssen jetzt den Ursprung der Stimme finden. Seto macht schon schlapp. Wir sind hier im 2. Stockwerk. Seto, mach nicht schlapp. Wir müssen noch mal richtig ran, bevor wir das Gebäude verlassen. Oh no, so ein Bluthund. Verdammt nochmal, ich hoffe, ich überlebe den. Ich habe nichts mehr zu fressen, glaube ich. Hast du was für mich zu fressen? Komm. Da bin ich zu weit weg. Ein rätselhaftes Objekt. So, okay. Aber das war auch noch ein Secret. Da war noch ein Secret hier. Genau, ich sehe es schon wieder grün schimmern hier. Gibt es hier noch ein Stockwerk? Nö, es geht nicht mehr weiter rauf. So. Ah, ein Lagerfeuer. Cool, Lagerfeuer. Das refreshe mich. This is so soothing. Ne, weil dann muss ich kein Heil-Item verwenden. Bleiglanz, 8000 Yen. Boah, wir haben schon, meine ich, 50.000 Yen oder was? Handbuch. Wir brauchen wieder was Fraß hier. Wir müssen Fraß mitnehmen. So. Was wir haben hier. Das nehmen wir mal mit. Austauschen. Einmal das bitte. Und einen Hallenbonbon nehmen wir auch mal. Zurück. Thunfisch. Nehmen wir auch mal hier. Ah, nee, das nimmt direkt 2 Inventarplätze weg. Das tun wir wieder in die Tasche packen hier. Nehmen wir so einen Hallenbonbon, nimmt nicht viel Platz weg. Gibt auch nicht so viel Energy wieder, aber nimmt auch nicht so viel Platz weg. Nö, nix Info, brauche ich nicht mehr. Es heilt mich. Wie viel GP ist eigentlich irrelevant? Das sind 60, soweit ich weiß. Der Fertigfraß 120, das habe ich schon im Kopf. Und Leute, wir... Nö, speichern nicht, wir begeben uns weiter hier auf die Suche nach der mysteriösen Stimme, auf den Ursprung der mysteriösen Stimme. Wir checken mal ein bisschen die Lage ab. Ja, wir gehen erstmal hier durch die Räume. Hier ist eine Big Tür. Hier ist ein Dead End, also gehen wir erstmal hier entlang. Sauber, ich habe mich komplett überfallen. So, du stirbst wieder im Kackvieh. So, das ist die erste Tür. Mysteriöse Räume hier ohne Ende. Ist hier was? Nö, hier ist kein Geheimgang. Das ist ja ein Secret. What's that? Du hast einen komischen roten Trank erhalten. Ja, das haben wir doch schon mal gehabt. Das gibt GP-Punkte, soweit ich mich erinnern kann. So, wir sind hier im Schlafzimmer angekommen. Gucken wir mal, was hier so ist. Unten hier ist etwas. Hier ist ein Päckchen. Rätselhaftes Objekt erhalten. Ich glaube, mein Inventar ist wieder voll. Wir müssen gleich zum Lagerfeuer zurück und uns das rätselhafte Objekt anschauen. Kann man hier wieder rein? Nee. Kann man nicht. Eindeutig nicht. Ach, mein Freund ist wieder da. Dass wir so schnell auftauchen, das nervt mich schon. Ja, komm. Hast ein Fresspaket wieder hinterlassen. Was ist das? Was ist das? Habe ich es aufgehoben oder ist es verschwunden? So. Nicht genug Platz, glaube ich, dafür. Aber gehen wir mal durch die zweite Tür jetzt erstmal. Ist hier was? Ja, Gegnerhorden. Dein Inventar ist voll. Ja, schön. Hier heult schon wieder jemand. Eine Frau. Oder was? Egal, ich gehe nochmal raus, mir das mysteriöse Objekt angucken. Der Hund ist schon wieder hier, das stresst mich schon hier, aber egal. Mach dich weg, lauf mir doch hinterher. Oh nein, die Dogge ist hinter mir her. Ich fürchte mich. So, am Lagerfeuer sind wir sicher, der kann uns nicht beißen, auch nicht in den Hintern. Hoffentlich. It's soothing watching the flames. Tja, wenn du meinst. Erinnerung? Zerrissenes Gemälde 2. Ja, es kommt wieder wahrscheinlich Big Erinnerung. Wir lauschen The mal day ihren of the Worten. recital at the ballet school I attended,
Despite my insistence that he come, Mao didn't show up. While on stage, my eyes were fixated on the audience, and being so distracted, my feet tripped up my classmates and made a mess of the performance. I went home completely dejected, only to find Mao waiting in front of my house. "Mao, why didn't you come today?" I demanded as I ran up the steps to him. Mao replied with, "Well, you know, what was that supposed to mean?" More importantly, look at this. Mao showed me the inside of the white plastic bag he was holding. What was supposed... They're called moonlight mushrooms. They light up at night. And if I can figure out what causes that and blend it with the genes of the bellflower... Mao's dirt-smeared cheeks were flushed with excitement. It angered me like nothing ever before. Mao had ditched my recital to go hunting for mushrooms in the ravine instead. I swung my hand up and knocked the bag from Mao's grasp. Dirt flew from the bag, and a rain of mushrooms fell to the ground. Mao looked at them with the saddest expression on his face. Imagine that. Mao was more worried about some mushrooms than about me. He could marry them for all I cared. "You look like an idiot obsessing over some pathetic mushrooms. I'm just a waste of your precious time, aren't I?" Unlike me, your plants don't tell you to come to recitals. They won't make fun of you or tell you to do your homework. You only need to look after them when you want to. You only turn to your plants because you're no good with people. You may have a dream for your future, but don't step all over mine. I know. I was taking out my frustrations from my poor performance on Mao. My own dreams weren't going as well, so I was looking down on Mao's. It was a lowly thing to do. But I didn't want to apologize. I left Mao standing there as I ran inside and locked myself in my room. I had hung up my drawing where everybody could see it on my wall. The one of me as an adult, dancing in the field of lantern blossoms. That drawing of Mao's and my dreams coming to reality was a treasure to me. When I tried to peel it off the wall, the picture tore. For a moment, I felt extreme remorse, but I refused to give in. Took the torn drawing and ripped it to shreds before dumping it in the garbage. So, das war die Erinnerung von Mao und der guten Frau. Und was hast du hier zu krakeelen und zu kaufen We und meet zu verkaufen? again. 'Tis such a wonderful day. Eisenrohr kaufen wir mal. Boah, das muss gut sein. Wir haben über 53.000 Yen. Was ist das denn? Kaufen. Noch 2 Stück hier heute mal, Leute. Besen, es gibt eine Schleuder. Nee, kaufen wir nicht. Einen Bogen. Halber Morgen, altes Fertiggericht. Verbandskasten-Info. Ein Verbandskasten, der alles enthält, was man im Notfall braucht. Wegen seiner Größe ist er zum Reisen recht unhandlich. Okay, aber GP auf frischen 200. Ja, wir kaufen mal einen. Bin heute Spendierlaune, ich habe noch knapp 40.000 Yen. Und auf Wiedersehen. I shall see you again. Fortfahren. Und was haben wir so auf der Hand?
Ja, wir hätten den roten Trank abgeben sollen. Tun wir auch mal. Wenn wir schon hier sind, geben wir den roten Trank ab. Maybe I'll sit down. Handbuch. Ich gebe noch den roten Trank ab. Yes, den geben wir ab. Kein Bock mehr da drauf. Ja, Schütteldichterköfferchen. Fortfahren, ja. So, dann wollen wir wieder zurück. Die Erinnerungen haben wir hinter uns gebracht. Das scheint eine längere Geschichte zwischen denen zu sein. Tja, so ist das nun mal. Mach dich weg, Hasso. Ich habe gerade überhaupt keinen Bock auf dich. Hör mal, ey. Ich hab dir schon zweimal die Fresse poliert. Hier heult wieder etwas rum. Aber hier ist auch etwas... Oh nein, wieder so eine Frau. Ich kann das nicht tragen, das Wissenschaftsobjekt. Ich habe noch immer zu viel, ey, auf der Hand. Wie oft taucht die Frau noch auf, ey? Na, hallo? Wo bist du? Er macht dich weg. Ich muss nochmal zurück zur Feuerstelle, Leute. Das ist so beschissen, ey. Gegen den Hund käme ich jetzt auch nicht, das ist bescheuert. So, da hat nichts hinterlassen, das Schwein. Dogpig. Von daher legen wir alles, was wir nicht brauchen, ab, um das mysteriöse Objekt zu holen. I hope I'm not getting sick. Handbuch. Legen wir ab. Legen wir alles ab, ey. Also frischen tun wir uns jetzt, ne? Komm, B drücken, fortfahren. Ich will jetzt vorankommen im Spiel. Ich will den Ursprung der mysteriösen Stimme finden. Ja, jetzt kommt die Bulldogge noch, ey. Jetzt das wissenschaftliche Objekt schnappen und diese komische Frau mal wieder zur Strecke bringen. Komm her. Jetzt darf das Objekt uns hier geschnappt. Ja, wo bist du, Weibchen oder Frauchen? Ja, ich kann dir nicht helfen, ich kann dir keine Lösung bringen, solange du nur so rumholst. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Sehr schön. Dann müssen wir Vertikalhieber wieder ausführen hier. Sag, das wird schon gehen, Leute. Okay, jetzt bist du wieder abgekackt. Das ging ja schneller als beim letzten Mal. Beim letzten Mal musste ich mehrere eine reindonnern hier. 4, 5 Mal musste ich die treffen. Ist die schwächer geworden oder was? Egal. Mein Vorteil. Der Dog ist schon wieder da. Deine Waffe ging kaputt. Kein Problem, wir gehen gleich zum Feuer und holen uns das Eisenrohr, ne? Tja. Aber erstmal gucken wir in die Tür hier rein, was hier so ist. Es ist verschlossen. Ja, noch bin ich gut am Kämpfen hier mit dem Kackvieh. Ja.
Also, die Waffe ist zwar kaputt, aber kämpfen kann man noch mal mit ihr ein bisschen. Warum kommt man gegen die Bulldoggen hier an? Wo ist denn mein Pointer? Da, endlich. Ich habe den schon gesucht, einen Bildschirm. Ist hier irgendwas? Yes, hier ist irgendwas. Eine Erinnerung. Ja, was ist denn das? Ein rätselhaftes Objekt und ich kann es sogar aufnehmen. Cool. Cool, cool, cool. Bis hier entlang. Oh nö, ich habe jetzt keinen Bock auf dich, Mann. Kannst du mal den Sabbel halten und abkacken? Abkacken, bitte. Hinterlass mir wenigstens ein Fresspaket oder so. Und da auch nicht hinterlassen, mach dich weg, ey. Gucken wir mal, tut's der Aufzug hier oder jetzt? Nö, scheinbar nicht. Hier auch nicht. Hier gibt es dann so keine Schaltflächen hier. Gehen wir mal durch die Tür. Ah, hier sind wir draußen. Aus den Katakomben. Gibt es irgendwo ein Feuer, eine Feuerstelle? Der Mond ist aufgegangen oder ist am Himmel zu sehen? Die Sonne ist es nicht. Komischer Tag. Okay, es gibt auch Tage, wo man tagsüber den Mond ein bisschen sieht. Morgens im Sommer zum Beispiel oder abends schon. Wenn es ja nicht dunkel ist. Das stimmt. Wollen wir nicht übertreiben. Vielleicht gibt es im Hotel Überlebende. Ach so, hier geht es komplett raus, glaube ich. Oder komplett weg von dieser Area. Wird langsam Zeit, dass wir zurück zum Feuer zurückkehren, um mal zu safen, denn langsam endet der Part hier, Leute. Ach so, diese Raben greifen mich ja an. Die Kackvögel, ich habe keinen Bock mehr zu, ey. Wir müssen die Waffe austauschen, wir nehmen mal ein Eisenrohr gleich. Ich laufe hier an dem Hund vorbei, ich habe keinen Bock auf den, Du liegst auf den Boden und lass mich jetzt in Ruhe. Lässt du mich hier nicht in Ruhe, du Scheißvieh, ey. So. Hey, could this be? Bogen, schön. Ein kleiner Bogen, leicht in der Handhabung, aber nur von unbeeindruckender Stärke. Sollte bei starken Feinden nicht die erste Wahl sein. Okay. Zerrissenes Gemälde 3. Es geht weiter, Leute. Es geht weiter. Haltet I euch was fest. hit with the fever the night that Mal and I had our fight. I remember bits and pieces of the dream that flooded my mind, but in the corner of every dream was the same image. It was the drawing that I had ripped to shreds. My legs in the drawing were cut off right at the ankle. In a sense, I was dancing legless. Soon the dream became reality. Though the fever subsided, my legs remained paralyzed. I couldn't walk, let alone dance, ever again. I spent weeks mourning in my room. Mal came again and again to check on me, but I refused to see him. Eventually, he stopped coming at all. After a short time, I went back to school bound to a wheelchair. My line of sight was so low to the ground, it felt like I'd reverted back to a little kid.
Everything I saw looked different from before. The school buildings were like gray giants that threatened to crush me. My friends were kind to me, but it felt like they were all looking down on me and sneering. I rarely lifted my head anymore. Even when I ran into Mao at school, I didn't make eye contact with him. My sickness robbed me of everything. My dream of becoming a ballerina, my smile that people used to say brightened the room, even Mao. Even though I was stuck in that wheelchair, I attended school like everyone else. With my unyielding nature, I strived hard in my studies, ate my meals with gusto, and led in my student council duties. Finally, my old smile returned, and I found a new dream. I decided I'd aim to be a world-class sports photographer. Figuring that my wheelchair couldn't stop me from taking photos, my father had bought me a camera. Of all the things I lost with my sickness, there was only one thing I couldn't get back. After that day, Mao and I remained strangers. The anger and hurt I felt from him were long gone, and yet there was less and less chance for conversation like before. I would often watch Mao tending to the flowers in the school garden from my perch at the window. After all this time, it was only now that I truly understood him. It's odd how rather than when we were close, it was by watching him from afar like this that I came to know him better. Plants are far more delicate than I used to think. If you're the least bit irresponsible and neglect their care even a little, they take a quick turn for the worse. And because they can't speak for themselves, you have to sit for hours to watch and read what they need. Do they have enough water? Good fertilizer? Any signs of sickness? Are they thriving? Mao was ever patient as he looked after his plants. If there was a sickly-looking sprout, he'd change its soil, set a splint for it, and even stay late into the night to watch over it. He'd crouch in front of the flowers that had been trampled on by thoughtless students and mull over them for hours. While the other students were lapping it up and having a good time, only Mao would have his ear tilted to the silent voices of the flowers that nobody cared to listen to. Tja, traurige Geschichte. Wer weiß, vielleicht lebt diese Person noch. Vielleicht bringen wir Mao und sie zusammen. So wie wir einmal It anfangs die appears Mutter we mit have ihrer a Tochter special zusammengebracht bond, you haben. and I. Nö, abgeschlossen. Have a nice Ja, day! wir erinnern uns, in den ersten paar Parts habe ich eine Tochter mit ihrer Mutter zusammengebracht. Vielleicht bringen wir auch Mao und sie zusammen. Aber wir speichern jetzt, weil wir jetzt den Part beenden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir gefällt das Spiel bis jetzt noch immer. Wenn ihr wollt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Es ist kostenlos. Ansonsten gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Spiel gefällt oder das Video. Guckt euch meine anderen Let's Plays an. Verlinkt mich, empfiehlt mich weiter. Ich sage mal, Leute, ganz salopp gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao.